Ja, hallo liebe Leute, Shjami hier und willkommen zu meiner Zusammenfassung für die Warcraft Direct. Das war der Livestream, der jetzt am 13. November am Start war und dort hat das Ganze hier die BlizzCon abgelöst. Das heißt, wir haben alle Neuigkeiten bekommen rund um World of Warcraft als auch Warcraft im Generellen. Das heißt, es dreht sich halt um das Warcraft-Franchise logischerweise. Das heißt, auch Hearthstone und Co. waren mit dabei, aber auf die gehe ich jetzt persönlich nicht ein, sondern wir konzentrieren uns hier auf alles, was World of Warcraft betrifft. Und da haben wir natürlich Retail-Neuigkeiten als auch ein paar Classic-Neuigkeiten mit dazu. Ansonsten seht ihr am Ende vom Video, wenn es euch interessiert, ist die Reaction mit reingeschnitten, haben wir zusammen im Stream angesehen, könnt ihr euch sonst extra ansehen. Am Anfang hier gehen wir nur auf die ganzen Features im Schnelldurchlauf einmal drauf ein. Den Anfang machen wir erstmal mit World of Warcraft Retail, also dem aktuellen Spiel und was sich da so alles getan hat. Blizzard hat natürlich auch hier wieder eine Roadmap gepostet, die könnt ihr euch auch hier nochmal anschauen, ist sonst auch unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Haben sie auch nochmal geupdatet, weil sie bei einem der zweiten Patches dann das neue Zone vergessen haben und die Leute haben schon wie wild spekuliert, ob sie da Ressourcen einsparen, aber wir fangen natürlich vorne an und zwar der erste Patch ist 11.07. 11.07, der kommt noch dieses Jahr und zwar am 18. Dezember für uns EU-Spieler, 17. Dezember für alle in US. Was ist in diesem Patch drinnen? Habe ich schon ein paar Mal in meinen Let's Plays erwähnt, die sind ja wie so eine Art Podcast und da haben wir natürlich zwei Story-Kampagnen mit drinnen. Einmal dreht es sich rund um die Kirin Tor, dort geht es natürlich um den Fall von Dalaran und wie es mit den restlichen Kirin Tor weitergeht und dann haben wir natürlich die Intro-Quest für Patch 11.1, das hier die zweite Season für The War Within dann darstellt. Da geht es vor allem um die Haronier und da wird es richtig interessant. Wer nicht weiß, wer die Haronier sind, das ist diese Fraktion, der wir begegnen, wenn wir in der Main Story am Anfang in Ashka-Head einmal ankommen. Die hatten ja bisher nicht viel Screentime, obwohl sie im Main Cinematic gefeatured waren und jetzt werden wir die kriegen. Und wir hatten auch schon in der Beta dafür schon Data Mining, dass die wahrscheinlich eine Allied Race werden. Könnte sein, dass es vielleicht schon mit 11.07 passiert, dass sie das wieder ein bisschen versteckter einbauen, wie damals zum Beispiel die dritte Spec für den Evoker. Könnte definitiv sein, dass sie da eine Überraschung am Start haben. Ansonsten, wie gesagt, die Story leitet dann auf Patch 11.1 ein. Der Main Content in diesem Patch ist die Siren Isle. Das ist die Sireneninsel und da gibt es wieder mehr oder weniger so eine Farminsel. Das heißt also Open World Content, wenn ihr euch jetzt nur Endgame interessiert, seid ihr dort nicht allzu viel unterwegs, werdet aber trotzdem vorbeischauen, werden wir gleich drauf eingehen. Dort könnt ihr einfach eine Währung farmen. Wenn ihr diese farmt, könnt ihr zahlreiche Transmog-Items dort kaufen. Es gibt wieder Mounts und Co. frei zu spielen. Das heißt, das ist so ein normaler Open-World-Gameplay-Loop. Kann man ein bisschen vergleichen mit der verbotenen Insel oder vielleicht auch mit der zeitlosen Insel, wenn ihr da schon mal unterwegs wart. Verbotene Insel kommt dem Ganzen sehr nah. Warum? Auf der Sireneninsel gibt es einen Ring wieder freizuschalten, gleich wie auch in Dragonflight am Ende von der ersten Season. Diesen Ring könnt ihr wieder frei customisieren mit Secondary Stats, als auch mit Effekten, die draufgehen und ihr könnt diesen Ring auch dann wöchentlich immer weiter aufwerten. Das heißt, das ist nochmal so ein kleiner Damage-Gain. Der wird euch vor allem helfen, wenn ihr mit eurer Gilde vielleicht noch HC oder Mythic raiden möchtet oder vielleicht im Mythic Plus KSM oder KSH pushen möchtet. Dann habt ihr da nochmal einen kleinen Vorteil. Im PvP ist der Ring allerdings um 75% genervt, wird also dort nicht wirklich was bringen. Dann haben wir auch wieder das turbulente Zeitwege-Event. Das ist wie immer das Time-Walking-Event. Das ist meistens am Ende von den Seasons jetzt. Das bedeutet, jede Woche ist ein anderes Time-Walking-Event und dort gibt es dann aber normalerweise auch eine Kiste für HC anstatt NHC-Gear. Das heißt, auch dort habt ihr nochmal die Chance, an bessere Ausrüstung ranzukommen, um eventuell die ein oder anderen Achievements der aktuellen Season abzuschließen, wie zum Beispiel Zekvir, denn der ist ja nur für diese Season gerade am Start. Falls ihr diesen coolen Void Zeppelin haben wollt, habe ich auch noch eine Guide für euch auf dem YouTube-Channel, könnt ihr sonst reinschauen. Außerdem, fürs Zeitwanderungsevent könnt ihr natürlich die Time-Walking Badges farmen, denn auch die Händler für Mists of Pandaria, Warlords of Draenor und Legion wurden allesamt updated. Wer jetzt schon bei Classic, BC oder WOTLK Zeitwanderung reingeschaut hat, da braucht man ca. 40.000 von den Zeitwanderungsmarken, wenn man alles von den neuen Sachen haben will. Und jetzt mit 11.07 gilt das dann auch für, wie gesagt, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor als auch Legion, wo es dann neue Belohnungen für Zeitwanderungsevent gibt. Außerdem, Winterhauchfest wird geupdatet. Was da genau passiert, das wissen wir nicht. Das war nicht zum Testen auf dem PT, aber die Updates, die sie jetzt für die Events getroffen haben, waren gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Vor allem nach wie vor für das Braufest als auch für das Halloween-Event, was vor kurzem war, wo sie halt damals auch die Bosse und so weiter geupdatet haben. Hoffen wir mal, dass beim Winterhauchfest was Ähnliches passiert. Ansonsten haben wir noch ein Feature, das wird vielleicht den einen oder anderen freuen, den einen oder anderen ziemlich aufregen, und zwar Ende Januar bis
Ende Januar bis Ende Februar findet Blunderstorm wieder statt. Das heißt, der extra Game Mode mit dem Battle Royale ist wieder mit am Start. Dort könnt ihr wieder ganz normal spielen. Es gibt neue Rewards, wobei neu sind relativ. Es sind die exakt selben Rewards wie beim letzten Mal, nur alles recolored. Das könnt ihr euch ganz wieder normal farmen, wie es auch vorher funktioniert hat. Der einzige Unterschied dieses Mal ist, ihr habt nicht einen Renown-Track. Das letzte Mal war es ja, du musst Level 1 freischalten, auf Level 2 kriegst du den Reward, auf 3 den, sondern diesmal kriegst du einfach Coins und da kannst du dann die Belohnungen aussuchen, die du haben willst und dementsprechend ein bisschen leichter durchprogressen, wenn man vielleicht nicht unbedingt alles haben will, weil man nur das Reittier oder ein Transmog-Teil oder was auch immer haben möchte. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Part und zwar Patch 11.1. Das ist das erste große Update und der Start für Season 2 für The War Within. Und viele haben schon spekuliert, Blizzard hat die ganze Zeit schon drauf hingeteased. Wer nämlich aufgepasst hat, in den vergangenen Ankündigungen und Videos waren im Hintergrund immer wieder so Goblin-Sachen zu sehen. Da haben sie schon ein bisschen uns an der Nase rangeführt, aber Patch 11.1 geht vermutlich, das steht noch nicht fest, vermutlich am 26. Februar live. Das ist dann der Start der zweiten Season. Was ist damit drinnen? Als erstes logischerweise die Zone Undermine. Was ist Undermine? Undermine ist die eigentliche Hauptstadt der Goblins innerhalb der Lore. Die haben wir tatsächlich damals nie gesehen, denn wenn man Goblin erstellt, ist man nicht auf Undermine unterwegs, sondern dort ist man nur auf dem Berg dort oben unterwegs und kann tatsächlich nie in die Mine unten reingehen. Da findet man natürlich alle 4 der großen Kartelle von den Goblins. Also einmal das Bilgewasserkartell, Dampfdruck, als auch die Venture Company und die letzte, die noch fehlt, ist Blackwater Raiders. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Name dafür ist. Das ist mehr oder weniger, wo ja, so eine Mischung aus Piraten und Co., die da mit dabei sind, die dort dazugehören. Das heißt, dort sind wir natürlich dann in ihren Slums unterwegs und ja, Goblin, Greed und so weiter kennt man natürlich, sind alle sehr gierig unterwegs, aber was sehr, sehr geil ist da unten, wir wissen noch nicht, ob wir fliegen können, aber es gibt dort eine neue Möglichkeit, sich zu bewegen und zwar haben sie uns erzählt, dass dort ja, sehr schön ausgebaute Straßen sind und wir kriegen natürlich, wie man es aus der Goblin-Startzone kennt, so ein extra Auto. Und das ist nicht nur einfach ein normales Mount, sondern das ist, kann man teilweise mit Dragon Riding vergleichen, aber Dragon Riding für einen Bodenmount. Das heißt, wir haben da einen Bodenmount, ist das so ein Auto und das kann halt driften und Co. Das heißt, ihr könnt das anscheinend customisieren, das Aussehen, ihr könnt den Grip und so weiter customisieren, was er halt gerne haben möchte. Das hört sich auf jeden Fall cool an. Vielleicht kann man das so Super Mario-mäßig irgendwie ein bisschen gegeneinander ein Rennen antreten oder vielleicht haben sie überhaupt so Dragon Racing Alternativen. Das wäre auf jeden Fall sehr fun, wenn man da irgendwas anreißen könnte. Bin sehr, sehr gespannt, wenn der BTR dafür live geht, das Ganze erstmal auszuprobieren. Zu dem Ganzen natürlich fehlt dann auch noch ein Raid. Raid ist Liberation of Undermine. Das heißt, wir versuchen natürlich, die dort unten zu befreien. Wie das Ganze mit der Story zusammenhängt, das wissen wir noch nicht. Das verraten sie uns auch logischerweise erstmal nicht. Aber sie haben uns versichert, das hängt alles zusammen mit der ganzen World Soul Saga. Dieser Raid selber besteht wieder aus 8 Bossen, hat ein cooles Raid-Design. Mag ich ehrlich, ich mochte jetzt nicht Ballast in Europa vom Aussehen, war gar nicht meins. Aber der sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, 8 Bosse drin und der Endboss vom Raid, das ist Gallivix, der ehemalige Handelsprinz, den wir ja mehr oder weniger verscheucht haben. Und jetzt bin ich sehr gespannt, warum er wieder zurück ist. Außerdem haben wir einen neuen Dungeon mit dabei. Das kommt auch ein bisschen unerwartet. Sonst haben wir nämlich immer Mega-Dungeons mit dabei. Da ist aber vorerst noch nichts davon zu sehen. Diesmal haben wir einen normalen Dungeon. Dieser nennt sich Operation Floodgate. Und der spielt so halb in der Zone, in den schallenden Tiefen, wo wir ja diesen Damm sehen und die Goblins versuchen, diesen Damm zu sprengen. Da sind wir zwar auch bei neuen Bereichen unterwegs, wie es aussieht, aber es sieht auch aus, als wären wir da innerhalb von dem Dungeon bei dem Damm unterwegs und die wollen ihn sprengen. Warum? Wissen wir natürlich noch nicht. Aber dieser Dungeon wird sogar, erstens ist er neu und zweitens ist er direkt in der zweiten Season drinnen, als auch die restlichen Dungeons, die jetzt noch nicht mit dabei waren, von The War Within sind dann ebenfalls im Mythic Plus drinnen und das Riesenflöz, das ist auch mit dabei aus Battle for Azeroth. Die anderen 3 oder die anderen 2 Legacy Dungeons, die wissen wir noch nicht, was dann schlussendlich noch mit dazu kommt. Die Delves, also Tiefen, kamen ja bisher extrem gut an bei der Community, war auch selber überrascht, wie sehr mir die gefallen haben. Wirklich eins tatsächlich meiner Lieblingsfeatures momentan, neben dem Blitz-RBG. Da kommen auch 2 neue Delves, als auch alle alten Delves werden geupdatet, wahrscheinlich auch ein bisschen verändert, damit sie halt alles widerspiegeln, was jetzt in der Story dann passiert. Und Bran Brosebart scheint unser Begleiter zu bleiben. Ich dachte eigentlich, den wollten sie switchen gegen den anderen. Zumindest haben sie es vorerst so erwähnt. Vielleicht haben sie nur versprochen, aber am Anfang hieß es mal, wir kriegen dann einen anderen Begleiter. Gibt natürlich wieder eine neue Währung, neue Rewards und es gibt auch einen neuen Boss.
Denn, wie vorher schon gesagt, Zequir ist nur in der aktuellen Season verfügbar. Das heißt, wenn ihr das blaue Luftschiff haben wollt, das man nur solo freispielen kann, solltet ihr euch ranhalten. Nächste Season gibt es nämlich einen neuen Boss. Was das genau sein wird, bin ich sehr, sehr gespannt. Dann haben wir natürlich auch Ruffraktionen. Gehört natürlich immer wieder mit dazu zu dem ganzen Open-World-Gedöns. Da haben wir Kartell Renown wird es betitelt. Ich bin gespannt, ob das für alle 4 Fraktionen extra sein wird oder ob sie es so handhaben wie in Ashkahet. Da haben wir ja auch eigentlich die Generäle und so weiter, die Witwe etc., die wir dort halt hochfarmen und farmen halt eine Ruffraktion hoch. Ich tippe mal, es wird darauf hinauslaufen. Ich glaube nicht, dass wir da 4 extra Ruffraktionen haben, aber die Ruffraktionen, die haben ja mehr oder weniger für jetzt die High-End-Spieler nicht unbedingt einen Sinn. Das ist ja mehr oder weniger für Leute, die gern collecten oder halt einfach nur so ein bisschen Open-World-Content machen. Da ist meistens der Reward mit dabei. Außerdem Kriegsmeuten-Feature, das von der Community mit dem Start von TWW gewünscht wurde, wurde umgesetzt anscheinend. Und zwar, wenn er einloggt, habt ihr ja einen Charakterscreen mit dem Hintergrund. Da gibt es jetzt dann in Zukunft freischaltbare Hintergründe. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es sowas ist wie, ich weiß nicht, ich habe einen Boss besiegt oder auch in alten Raids vielleicht einfügen. Ich habe den Lichtkönig besiegt, dann habe ich dann den Eisthron oder so und kann meine Chars da anpassen. Und anscheinend können wir das dann auch ein bisschen customisieren. Ich hoffe auch so mit Char-Posen und so, damit es ein bisschen cooler aussieht, wenn man einloggt. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Patch 11.1, freue mich wirklich drauf, weil Undermine ist tatsächlich eine Zone, auf die ich mich wirklich, wirklich freue, weil ich das ganze Goblin-Gedöns wirklich sehr, 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 sehr mag. Dann geht es weiter mit Patch 11.1.5 in der Roadmap. Dort wird es dann schon nicht mehr ganz so konkret. Das haben sie auch letztes Mal gemacht, sondern da sind nur noch so ein paar Stichpunkte. Das ist meistens nicht alles, was drinnen ist. Und auch die interessanteren Changes. Ändert sich jetzt was am Gearing? Ändert sich was für PvP-Rewards oder was auch immer? Das ist logischerweise hier nicht drin. Also da braucht ihr euch noch keine Sorgen machen. Das werden wir dann erst erfahren, wenn der BTR live ist. Darum, hier geht es ja erstmal darum, um allgemeine Features, was halt so gut wie jeder versteht und nicht auf das, was halt wirklich die Hardcore-Audience dann meistens interessiert. Aber Patch 11.1.5 kriegt einen neuen Content, der nennt sich Nightfall. Was das genau ist, wissen wir noch nicht. Aber nachdem der zweite Punkt ein Update der verstörenden Visionen aus Battle for Azeroth ist, kann man sich vielleicht zusammenreiben, dass Nightfall logischerweise irgendwas mit Nacht, also mit der Leere zu tun hat. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ein bisschen mit Heilsturz in Verbindung kommt, mit dem Kristall, der halt immer hin und her switcht, was ja so eine Lebensessenz von Azeroth selber ist. Deswegen könnte gut sein. Und das letzte, was betitelt wurde hier noch, ist Kinderwoche mit einem Update mit dabei. Und danach wird es halt schon recht vage, da ist dann nur noch Patch 11.1.7, da sind dann noch ein paar Dinge drin und dann Patch 11.2, wo es dann nur noch neue Zone, neuer Raid und so weiter. Also das Base-Ding ist schon mal angegeben, aber wir wissen nicht genau, was da schlussendlich dann genau drinnen ist. Das werden wir erst im Laufe des Jahres erfahren, aber bei 11.2 nochmal, am Anfang stand nicht eine neue Zone dabei, das haben sie jetzt ausgebessert, das heißt eine neue Zone ist garantiert mit dabei, nur für die Leute, die so ein bisschen Angst hatten, dass, oh, jetzt wird der Content gecuttet, weil sie ja irgendwie versuchen, die Expansion schnell zu ballern. Sieht nicht so aus. Machen wahrscheinlich ganz normal weiter. Und dann kommen wir zu der größten Ankündigung eigentlich, was ziemlich viele, inklusive auch mich, ein bisschen gehypt hat. Und zwar haben sie einen kleinen Teaser gezeigt für World of Warcraft Midnight. Das ist die zweite Erweiterung für WoW, also für die Weltenseelen-Saga. So. Und was ist da drinnen? Housing. Also wer das bisher nicht weiß, was Housing ist, nachdem das im Stream wurde das mega oft gefragt, viele Leute wissen das gar nicht. Housing ist mehr oder weniger, dass du ein Haus besitzen kannst im Game und dieses Haus customisieren kannst. Das heißt, Sachen ausstellen kannst und Co. Wer das vielleicht kennt, das gibt es in eigentlich, glaube ich, jedem anderen MMO. Herr der Ringe Online besitzt das, Final Fantasy besitzt das, Elder Scrolls Online besitzt das, WoW ist eigentlich eins der wenigen, das es bisher nicht mit inbegriffen hatte. Was oder wie sollten sie Housing meiner Meinung nach umsetzen? Oder beziehungsweise bin ich ein persönlicher großer Fan davon. Es war jetzt nichts, was auf meiner Wunschliste stand. Ich mag Collection-Stuff immer und ich tippe mal, da kann man collecten ohne Ende für sowas. Deswegen könnte es definitiv ganz nice sein. Wie wird das höchstwahrscheinlich umgesetzt? Ich tippe, dass sie den Weg von Elder Scrolls Online oder Guild Wars und Co. wählen. Man darf da jetzt ziemlich sicher nicht selber irgendwo ein Haus platzieren, sondern es gibt wahrscheinlich vorgefertigte Plätze, wo man ein Haus haben kann. Das wird wahrscheinlich von tausenden anderen Spielen auch quasi besessen sein und man kauft sich das halt einfach und wenn man hingeht, ist man in seinem eigenen Phasing drin, wie man es auch schon von anderen Contents in-game kennt, sei es die Garnison oder das bessere Beispiel wäre eigentlich der Hof aus Mists of Pandaria. Der hat auch dir gehört, den hast du auch ein bisschen so anpassen können und wenn du reingegangen bist, warst du dort alleine, außer du warst in der Gruppe und man hat dann immer das vom Gruppenanführer gesehen
gesehen. Also ich tippe mal, das wird ziemlich gleich umgesetzt werden. Engine-bedingt bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Ich bin gespannt, ob das jetzt, man visiert eine Wand an und ich kann einfach nur so umblättern, was ich drauf haben will, oder kann ich tatsächlich irgendwo genau auswählen, wo ich das platziere. Ich glaube nicht, das wird ein bisschen simpler ausfallen innerhalb der WoW-Engine. Im Allgemeinen hoffe ich aber, dass es mehrere verschiedene Möglichkeiten gibt, also jetzt nicht nur ein Standard-Human- oder Orc-Haus, sondern für alle verschiedenen Rassen und Co. Denn wir wissen ja, was noch passiert innerhalb von World of Warcraft Midnight, und das eine Überarbeitung der alten Welt. Wir wissen aber nicht, wie groß diese ausfallen wird. Was meine ich mit Überarbeitung? Und zwar ein grafisches Update. Wir wissen nicht, ob das jetzt Kalimdor plus östliche Königreiche betrifft. In der Präsentation von der BlizzCon letzten Jahres war zumindest der obere Part genannt, also Kel'Thas und Co., was im oberen Bereich ist, und sie haben auch schon wieder angeteased innerhalb von der Preview, und wir haben schon ein HD-Modell gesehen, zum Beispiel von dem updateten Silbermondturm, vielleicht auch irgendwas anderes von den Blutelfen dort. Das heißt, es geht auf jeden Fall da nach oben. Und wenn sie das Ganze updaten, wenn es nur ein grafisches Update ist, ist es definitiv umsetzbar. Wenn sie alles mit Quests und Co. updaten, könnte es ein bisschen problematisch werden, aber da holen wir gerade ein bisschen zu weit aus. Das ist jetzt nur noch Spekulation, was Midnight betrifft. Midnight selber wird im Sommer vorgestellt, das haben auch einige falsch verstanden. Ein Reveal ist die Ankündigung, also was sind genau die Features? Wir haben ja nur von Chris Metzen damals eine grobe Übersicht bekommen. Es geht ja da um Kel'Thas, es geht um die Wiedervereinigung der Elfenstämme, es geht um den Sonnenbrunnen und Co. Und das ist mehr oder weniger, um das es grob geht. Aber wir wissen noch nicht genau, was drinnen ist. Es hieß auch nur, dass halt die alte Welt überarbeitet wird, aber auch dort nicht in welchem Umfang. Wir haben schon Data Mining für zig alte Modelle. Wir wissen aber, die sind jetzt schon ziemlich lange drin, aber wir wissen auch, dass sie schon lange dran arbeiten. Das gleiche für Housing. Und für Housing könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich viel der alten Welt grafisch updaten, vielleicht auch dann mit kommenden Patches und nicht alles direkt mit dem Add-on an sich. Denn es würde komisch sein, wenn man jetzt mehrere, sagen wir mal, Plots, also so Plätze hat, wo diese Häuser dann stehen, wenn da so ein Full-HD-Haus mit irgendwie wunderschönen Sachen rundherum, vielleicht ein Garten oder sonst irgendwas steht, und dann außen sind irgendwie, weiß nicht, das Brachland mit den richtig Oldschool-Texturen oder so, würde ein bisschen merkwürdig aussehen. Kann also sein, dass sie da vielleicht alles updaten. Aber, was ist eure Meinung zu Housing? Freue mich auf jeden Fall drauf. Was ich hoffe, ist, dass sie einen Beruf damit verbinden. Und zwar Schreiner oder sowas in der Art. Hatten wir ja in Warlords of Draenor schon, wer dort gespielt hat. Man hat in der Garni ein Sägewerk, und da konnte man einfach in der Welt unterwegs sein. Und da kannst du halt einfach so Bäume zum Anklicken, und es wäre cool, wenn man da so ein bisschen Bäume suchen geht. Vielleicht gibt es irgendwie super rare Bäume, die man finden muss, so wie bei Ärzten und Co. Und dann kriegt man ein gewisses Holz raus, und dann kriegt man irgendwo Rezepte, vielleicht auch in alten Dungeons und Raids. Kannst halt überall einfügen, dass man in einen alten Raid reingeht, da kriege ich vielleicht ein Rezept, oder für jeden Raid kann ich beim Boss halt so eine Trophäe gedroppt kriegen, die ich wieder anbringen kann und so weiter und so fort. Also da können sie extrem viel umsetzen, was das angeht, und natürlich auch für sie persönlich wichtig, da können sie Sachen in den Shop reinballern bis zum geht nicht mehr, weil die Leute würden das kaufen bis zum Anschlag. So viel also dazu, und dann war es das erstmal, was Retail angeht. Das steht also erstmal in den Sternen, wobei eine Kleinigkeit ist da noch, und zwar, was ist denn dieses Symbol ganz am Ende des Jahres? Das haben sie natürlich wieder eingebaut. Das war auch auf meiner Bingo-Karte mit drauf, und zwar wieder so ein Secret Banner. Da wird gerade viel drumherum gerätselt, was dieses Banner sein kann. Die einen sagen, das deutet auf einen Ruhestein hin. Das heißt, dass da vielleicht der Pre-Patch für Midnight kommt und wir Housing schon ausprobieren können. Andere Fraktion sagt, warte mal, das Stück ist ein Stück von der Karte, und wenn man reinzoomt, sieht man so ein kleines Stück von der verheerten Insel, und wenn man oben auf die Leiste schaut, ist die Leiste grün. Vielleicht bedeutet das Remix Legion und eine kurze Zeit Comeback vom Mage Tower. Das könnte natürlich auch sein. Alles nur Spekulationen momentan, keiner weiß Genaueres, deswegen hoffen wir mal, dass es vielleicht eines von den beiden Dingen ist, denn es hört sich beides ganz interessant an. Dann gehen wir weiter für Classic World of Warcraft. Classic World of Warcraft kriegt ebenfalls interessante Sachen, und zwar eines davon haben sich Leute schon oft gewünscht, haben wir schon oft im Let's Play drüber geredet, und das sind Classic Fresh Server. Was ist das? Das ist Classic von Anfang und das Progress dann quasi durch Phase 1, 2, 3, da gibt es dann Molten Core Release und so weiter, und dann geht es über auf Burning Crusade. Das gleiche gilt dann auch für HC Classic. Das heißt, wenn man HC Classic spielt, dann ist das gleiche. Da startet man auch in Classic, und irgendwann geht es halt weiter bis Burning Crusade. HC bedeutet aber, wenn du stirbst, ist dein Charakter
tut, für immer auf dem Server, aber man kann die Charaktere dann einfach auf den anderen Classic-Server rüber machen und dann ist es halt ein normaler Char, aber kein HC-Char mehr. Das heißt, für alle Classic-Spieler unter euch dürfte das wahrscheinlich auch ein ziemliches Hype-Thema sein, denn innerhalb von der so Privatserver, Community und so weiter, die sind ja auch immer mega geil drauf, wenn Classic wieder von vorne anfängt, alle gleich anfangen, eine neue Economy ist und so weiter und ich tippe mal, dass sie das dann immer wieder loopen, so wahrscheinlich Classic, DBC, WOTLK und dann wieder von vorne sowas um den Dreh, würde ich mal ganz stark schätzen. Das released allerdings schon am 21. November. Das heißt in Kürze, wenn ihr das spielen wollt, auf jeden Fall reinschauen. Mist of Pandaria Classic wurde auch angekündigt, war jetzt keine Überraschung, sind wir alle davon ausgegangen. Wir haben auch schon im Data Mining einen Mount gesehen, da gibt es wieder so ein Bundle irgendwann zu kaufen. Mich wundert es, dass sie das nicht direkt dort live gepusht haben. Da gibt es nämlich so einen Xuen-Tiger, der so von so Char-Stuff befallen ist. Sah ganz cool aus. Kann man wahrscheinlich wie das Ragnaros-Mount bei Cataclysm. Gab es ja auch so ein Bundle zu kaufen, wo man in Retail als auch in Kata so einen extra Mount bekommen hat. Dann, zu guter Letzt, haben wir nur noch Season of Discovery. Season of Discovery kriegt natürlich weiterhin Updates, denn die progressen weiterhin durch die originalen Sachen, die jetzt noch am Start sind. Da ist ja jetzt, glaube ich, war es jetzt schon live oder kommt in Kürze, ist AQ40 Opening, als auch dort die ganzen neuen Secrets, die mit am Start sind. Und dann fehlt ja nur noch Naxxramas. Wie geht's nach Naxxramas weiter? Es hört vorerst nicht auf mit Updates, sondern es geht weiter. Es wurde ja schon bei der BlizzCon, wo es angekündigt wurde, versprochen, dass es noch 2 Raids geben wird. Und zwar ist es einmal ein Raid rund um den Scharlachroten Kreuzzug und die Karasan-Krypta, was ja damals schon immer so der Hauptpart war zum rein Exploiten, so ein bisschen umschauen. Das kommt anscheinend auch als Raid dort. Das heißt, auch in Season of Discovery wird weiter mit dem Content gepumpt. Das war's also mit den ganzen Updates rund um World of Warcraft, was alles angekündigt wurde auf Warcraft Direct. Die nächsten Wochen und Co. werden natürlich noch weiterhin Blue Posts und Co. kommen, wahrscheinlich rund um Patch 11.1, wobei ich tippe, dass kann sein, dass er vorher hochfährt, aber ich tippe, dass der BTR für Patch 11.1 erst hochfährt, nachdem 11.07 live ist, weil dort eben Story-Content drinnen ist und der Story-Content, der wird ja momentan nicht mehr getestet, sondern der wird halt live gepusht, damit er nicht gedatamined werden kann und Co. die Leute dann ein bisschen mehr hyped sind. Deswegen gehe ich immer noch davon aus, dass die Haroni vielleicht als spielbares Volk mit reinkommen. Ansonsten war es das erstmal. Wenn es euch noch interessiert, kommt jetzt meine Reaction, wo wir uns das Ganze zusammen mit der Community angesehen haben. Und ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao. Wir haben hier einmal Warcraft 2 Remake, 40 € plus Mount und D4 Reward, WoW Midnight Preview, also nächste Expansion, irgendein Secret Banner, das ist einfach nur, weil sie das bei der Preview für Patch Content halt drinnen hatten. Warcraft 3 Reforged, wissen wir auch, dass ein Update kommt, also das dürfte ziemlich sicher stimmen. Classic WoW Hardcore bzw. Fresh Server, Spekulation, 11.07 Release-Datum, gehe ich vom 4.12. aus. Dann 11.1 Showcase für Retail, ziemlich sicher, weil was wollen sie sonst für Retail zeigen? Classic MOP haben wir auch schon Data Mining für einen Mount, heißt aber nicht, dass er deswegen heute kommen muss. Schauen wir. Classic WoW Progression Server, das heißt quasi, wo Classic immer wieder von vorne anfängt, weil das haben wir ja auch schon mal, oder das ist was sich Community schon sehr lange wünscht. Dann Undermine als Zone für 11.1, Goblin-Themed Raid, beziehungsweise neue Delves. Class Rework für Warrior, gamble ich einfach nur, weil Vari die einzige Klasse war, die in den letzten, also weder mit dem Release von TWW noch mit dem letzten Patch, wo ziemlich viele Klassen überarbeitet wurden, überhaupt irgendwas bekommen hat. Deswegen schätze ich mal, dass das überarbeitet wird. Tierset Showcase für 11.1, für Retail haben sie jetzt immer die Settinger drinnen gehabt. Insel der Eroberung und Alteraxtal HD Remake ist mein Gamba für Retail, weil schon seit langer Zeit nämlich die Belagerungsmaschinen und alles drinnen sind, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es kommt. Ist nur ein Wunschdenken. Gear Progression Update ist was sich die komplette Community schon lange wünscht. Hörst immer wieder, gerade auch im englischsprachigen Bereich, dass sie nicht so ganz zufrieden sind mit dem Gear Progression Update, was wir halt jetzt gerade momentan haben in Retail. 11.2 Karesh als Planet, kleiner Teaser. 11.1.7 gehe ich davon aus, dass Remix nochmal kommt, weil jetzt mit 10.07 kommt Blunderstorm nochmal am Season-Ende und ich glaube, dass sie mit 11.1.7, was das Ende von Season 2 sein müsste, nochmal eine Preview haben für, oder eine Preview, einen Monat oder 2 Monate nochmal Remix am Start haben. Und dann haben wir noch 11.1.5, Brawlers Guild, was war das? EG, also Evergreen, also Brawlers Guild für immer, mehr oder weniger, haben sie schon im Interview vor TV gesagt, dass sie das machen wollen.
Dunkelmond hat die Update, haben wir auch Datamining von allen möglichen, ihr habt geschossen, haben wir auch Datamining von allen möglichen Zelten und keine Ahnung was, dass sie irgendwas am Dunkelmond Jahrmarkt mal ändern wollen, ob das jetzt für Patch-Content ist, für das Add-on ist oder was auch immer, das wissen wir nicht. Und Time Walking Raid, Throne of Thunder war auch nur Wunschdenken, weil es schon lange kein Time Walking Raid mehr gibt. Aber jetzt schauen wir uns an, was sie da ankündigen. Oh Gott. I'm kinda hyped. I'm kinda hyped. Warcraft 2. Nee, 1. Sieht aus wie ein Donut. Warcraft has always been my peace and my outlet. I have such a deep love for everything inside Azeroth. GM! I thought I'm gonna move on eventually as if it was just any other game. And it wasn't. Soul Breezy. Oder wie heißt? I was a very introvert person, I was lonely, and then I accidentally stumbled upon World of Warcraft. I even ended up in a guild, and in the guild I even made some friends. And we always come together to enjoy the moments that we create in the game, whether they're fun, competitive, or silly. You sent me a whispering game going, my water just broke. And I said, oh my goodness, I guess we better go to hospital. And you said, nah, let's kill this dragon. And we did. That's dedication. Hearthstone changed my life. I cannot picture my life without WoW. Oh my god! Thank you, Warcraft, for giving everything that you gave us so far. Here's to like 100 years more. Die Farbe ist so nice. Warcraft saved my life. I really mean it. 30 Jahre Warcraft. Holy moly, Alter. Zeit vergeht, Alter. Chris Madsen. Hi everyone. Welcome to the Warcraft 30th Anniversary Direct. I'm Holly Longdale, the executive producer for World of Warcraft. Alongside Hearthstone, Warcraft Rumble, and the Warcraft real-time strategy games, we are all honored to be here to celebrate some big milestones with you and talk about the future. Many of us began our Warcraft adventures as players before we became developers at Blizzard. No matter which game we work on, we all share a deep love for the Warcraft universe. Today, each of the Warcraft development teams will be sharing what's coming up. Some of it next year, some just a few weeks from now, and some will even be available today. Yep. So whether you've Classic been traversing hardcore. the plains of Sword Art Azeroth geteased. with a view from above, or chilling in the Hearthstone Tavern, sorting out your minis for your Rumble machine, or pursuing Xalatath in Khazalgar, thank you so much for taking the time to join us. Now, what better place to begin than with the games that started it all? Warcraft! Here's Brad Chan from the Warcraft RTS team. Oh, da Wichser. Echtzeitstrategie. It's kind of funny how life ends up. I actually never thought about ever being a developer. When I was younger, I just wanted to play video games. Back in 2007, I was at a regional qualifier playing a game called Warcraft 3. After I qualified for the tournament, someone came up to me, gave me his card, and was like, hey, we're looking for experienced RTS players to join our design team. Naturally, I said I wasn't interested. I was gonna go to the Nationals, win that, go to the Worlds, win that. No. Easy. Well, it was a good thing I kept that guy's card, because 16 years later, here I am, working on a game that remains so important to me and so many players around the world. Throughout my career, I've stuck to a few guiding principles. When something is broken, you fix it. When something is wrong, you make it right. And if things aren't good enough, you make them better. So without further ado, I'm here to announce patch 2.0 for Warcraft 3 Reforged. Big.
Available now, this patch overhauls the environments and lighting and revamps the user interface. In addition, we are up-resing all classic Warcraft 3 assets to HD. You can now customize the type of assets you want to play with and even mix and match if you like. We have also included a bunch of quality of life changes, such as in-game hotkey customization, a revamped ladder, and much, much more. Ooh. We hope you enjoy this update, which will be available to everyone who owns Reforged. Big, also gratis Update. Now, I'm not just here to talk about Warcraft 3. We're also here celebrating 30 years Warcraft of Warcraft. So not only will Reforged be update. receiving an update today, but we are also releasing fully remastered versions of Warcraft 2 and 1. So you can experience the story from the very beginning. Warcraft 1 und 2 Remaster. These remasters have brand new, hand-drawn visuals that capture the original art style in each game. And you'll be able to swap between the original graphics and the remastered versions in real time. For Warcraft 1, we added modern controls such as right-click move, bandbox select, and a faster game speed. Both games have also received various UI and UX improvements such as tooltips and health bars, mission select screen, and an increased unit selection. Warcraft 2 will still have multiplayer functionality, and all legacy custom maps will still be fully compatible and playable. Damn, big. We are also bringing back the Warcraft Battle Chest, which will include Warcraft 1, 2, and 3. Siehst du, haben wir schon das Here's the erste 30 years gekauft of dann. Warcraft, and I can't think of a better way than celebrating than reliving the story from the very beginning. Oh, did I mention this is all available right now? I knew it. Warcraft 1, 2, 3, alles überarbeitet, alles verfügbar. Und man kann schon reingehen. That is huge. Not gonna lie. Who was betrayed? You must lead your people to their destiny. Hab gekauft, Ultra Deluxe Edition. We're being attacked! We're being attacked. Aye, Captain. Work completed. By your command. Frozen Throne, oder was? Auch noch dazu? Bene is down. Well, that was quick, yep. Damn, und das Mount ist auch wieder back. Job's done. God damn, It's pretty brother. amazing to think that Hearthstone turns 10 this year. It's been such an incredible decade. Das ist schon mal nicht Together, bad. we've made the tavern a place for sharing joy, Ich bin jetzt nicht so der RTS-Fan, and some aber very tall tales. Freitagsgame? We've made friends with Murlocs, battled old gods, and now we're traveling through space. But for me, the most incredible thing of all is that I get to work on my favorite game with such an amazing team. Ever since Hearthstone came out, we've been with you on that road to legend. I remember on my first climb to legend, I had played something like 500 games in 1 month. And as the clock ticked to midnight, I was 2 wins away and didn't make it. But I played another 500 games the following month and made it. Shout out to Darkshire Councilman. But those 1,000 games pale in comparison to the more than 160 billion games that we've all played over the last decade. And that's not counting Battlegrounds. Can you believe that it's been 5 years since the mode launched at BlizzCon? That's 5 years of building Death Rattle Beast comps, magnetizing mechs, completing quests, and collecting trinkets. It's been awesome to watch Battlegrounds grow from what was pitched as the biggest tavern brawl ever into what it is today. We are so thankful to our community for being with us over this incredible decade, and we're looking forward to the next 10 years in the tavern together.
The future is packed 10 with Games even more gespielt oder so places drin. to explore and adventures to Alle share. verloren. More expansions, more mini sets, and more surprises. Now, let's take a look at what's just around the corner. One of the amazing things of working at Blizzard is getting to watch other teams pushing the boundaries on their own games. I think we're all genuinely fans of what our coworkers are up to, and it's really special when we find moments to collaborate. What's up, everybody? I hope you're enjoying your adventures among the stars in the Great Dark Beyond. We loved working on this expansion and wanted to take our next mini set further into the cosmos than ever before. Prepare to travel beyond Azeroth, beyond Warcraft, Ja, für das and Mount. into Heroes of StarCraft. What the? I'm super excited for this mini set. It's the first time we've ever Hearthstone on explored StarCraft. another universe this deeply in Hearthstone. A ton of people on the team, so much love for StarCraft. So being able to bring it into the Hearthstone Tavern has been incredible. Some might say, it's about time. Obviously, we knew we had to go big. The Zerg, Terran, and Protoss factions are represented on cards via a faction banner. Not only do the cards in each faction work well with one another, they're also usable across multiple classes. Each of the factions also has a hero card featuring one of the most iconic faces from StarCraft. The Zerg are led by the Queen of Blades herself, Sarah Kerrigan. She gives Death Knights, Hunters, Warlocks, and Demon Hunters access to an aggro playstyle with near endless swarms of Zerg cards. After all, what would a StarCraft mini set even be without its own version of a Zerg rush? For the Protoss, we have the legendary Artanis, seeking to unify his people. He grants his powers to druids, mages, priests, and rogues. He focuses on powerful, high mana cost units and uses the psionic powers of the Protoss to make those cards cheaper. And finally, who else could we have to lead the Terran besides the iconic Jim Raynor? Thanks to him, warriors, paladins, and shamans will get a hold of the new starship geht keyword um for the Warcraft main set, Franchise. but these aren't your average starships. Also, They're battle cruisers. ich glaube nicht, dass da sowas kommt. When we first started working on this mini set, we went to the team and asked, what does this need to have in order to truly feel like StarCraft? We've made sure to represent as many units from StarCraft as possible. There's even one character from Warcraft that snuck their way into the set. Grunty, the Terran armored Murloc. Hey, Mann, bitte. On top of everything else, Heroes of Leute StarCraft erschießt. has more Das cards fucked than up. any mini set we've done before. There's so much to explore here. So many strategies, so many interactions, and so much StarCraft nostalgia. And we might have some special music as well, just for the occasion. Heroes of StarCraft is coming in January 2025. Damn. But there's even more coming up for Hearthstone. We're making some big changes to Arena. Hearthstone Classic? Kommt sie auch noch. As Leo mentioned, Arena is getting a major glow up. But first, let's talk about what makes Arena special. Arena is Hearthstone's premium draft mode, where you build your own deck from scratch at the start of every run. It's all about you flexing your deck building skills and card knowledge to defeat your opponents. And believe it or not, Arena has stayed mostly the same for 10 years. So we thought it was finally time for a little bit of an update. From now on, there will be two kinds of Arena to choose from. Normal Arena has a shorter format that lets you complete your runs more quickly, but still gives you that awesome competitive arena experience. And after you've established yourself in the normal arena, you'll be able to descend into the dark, dank cellar of the tavern, where challengers are engaging in high-stakes card play in our underground arena. Underground has a distinctive basement aesthetic, longer runs, and a new feature we call Redraft on Loss. This means that when you lose, you'll have the option to redraft cards and edit your deck, refining it to up your chances of winning as you take on more hardened challengers. We heard you also want a way to show off that you're an arena champion. We got you. Arena ratings will be available for both the normal and underground modes. Ranking for the two are separate, with the usual skill-based matchmaking in normal arena. But in underground arena, you'll be throwing caution to the wind and facing off against opponents of all skill levels. Whether you're an arena veteran or maybe you just haven't clicked that arena button in a while, we hope these changes offer you another exciting way you can enjoy your time in the tavern with us. And I'm happy to tell you all of this will be coming in the first half of next year. Now, here's Tyler to share even more of what's in store for Hearthstone.
Was ist denn bei Hearthstone alles los? Hey everyone. As you can see, we've got a lot of really exciting things planned for the next few updates. But what kind of game director would I be if I didn't spill even more beans about what's coming next? It's going to be the year of the Raptor, and you'll be going on some awesome adventures in some of your favorite Azeroth locations. Next year, we kick things off with one of our most requested settings as we journey into the Emerald Dream. Here, you'll find yourself in the middle of a legendary face-off between the Druids of the Emerald Dream and the forces of the Old Gods. They'll be fighting a high-stakes battle over the fate of the World Tree in our first expansion of the year. And things are going to heat up even more when the Druids of the Flame light up the mini-set. Our second expansion is also Hearthstone's first ever sequel, as we go back to Ungoro Crater. Join Elise on the hunt for a mythical lost Tortolan city. Spoiler alert, keep an eye on that volcano. After uncovering the secrets of the lost city, take part in a grand celebration in the 33.4 mini-set. The party-loving Tortolans are hosting a festival in honor of the mighty dinosaurs of the crater, and we hate for you to miss out on all that fun. Closing out the year is our third expansion, where you'll travel with Chromie through alternate realities to recruit legendary Warcraft heroes like you've never seen them before. This all leads to an epic showdown against Murozond at the end of time, and you won't believe what happens next. You've seen just how much we've got in store for you over the next year. Heroes of StarCraft, revamped Arena, and 3 awesome expansions. We're incredibly excited, and we hope you're incredibly excited. Thank you so much for being part of this incredible journey. 10 years in, and our adventures in the tavern together are only just beginning. Bam. Jetzt Warcraft Rumble. Das erste Jahr für Rumble. Da würde ich auch gerne mal hin. Blizzard has this awesome tradition of sharing the journey that each team took to bring their games to life. I think this museum is a beautiful way to relive the memories of development and share that passion with the rest of Blizzard. What's up, everyone? It's been about a year since I stood on the main stage of BlizzCon and we launched Warcraft Rumble together with all of you. And what a year it's been. All of us on the team have had so much fun watching you dig into our game and explore the hero collection, the army building, nail-biting finishes. You've beaten over 900 million bosses. And on the matter of Alliance versus Horde, you picked Team Jaina almost 10% more. But maybe, most importantly, you've summoned over 1 billion angry chickens. That's 2 billion chicken wings. Cut. In just a second, we're... Jeremy, we're trying to shoot Rumble here. Oh, Rumble? Oh, I know a little bit about that. Scoot the camera. Cool. Awesome. When we started working on Warcraft Rumble, we wanted to make something that harkened back to our strategy roots. Like the first time I booted up Warcraft 2 on my dad's Power Mac 7100 66 AV. I'm stoked to play those new remasters. But we also wanted to do something in our universe that we'd never done before. So we started imagining that maybe somewhere in the Hearthstone Tavern, there was a mysterious arcade machine that printed miniature versions of the heroes and villains of Azeroth and zapped them to life for you to collect and command. In those kind of early days when we were establishing the art style of Warcraft Rumble, we wanted a sense of tactility. We wanted to be able to pick up and touch the art that we were creating inside of the computer. So some of us went and printed minis and painted them up like this. And that's kind of really where all this came from. All of these minis were painted by our team. And, well, if I'm a little bit biased, but this little guy's my favorite. What does that say underneath? Oh, under here? Yeah. Oh, it says Jeremy. But we've done more than paint minis since our game launched. We've added new dungeons and at least 1 new mini every single season. We've got the Dark Moon Fair, new zones, and a whole new family for you to experience in the game. We added our first raid, Molten Core, and laid siege to Stormwind. In our latest season, we even bust down the doors of Ironforge. Ironforge. And we ain't stopping there, are we, Vic? Yeah, let's talk a little bit about what's coming up. Starting right now, if you hop into Rumble, we're running our first anniversary event with some truly excellent loot. We're celebrating 1 year of Warcraft Rumble, so if you jump in after the stream, you'll be able to snag some super cool rewards, like the very valuable-looking gold kobold, which we affectionately call the Kogald. Okay, have you scanned this thing yet? Great.
We've also been working on something really exciting for later in the season. There are some characters in Warcraft that don't fit so cleanly into just one of our families. So we're adding split leaders. These leaders belong to 2 families at the same time, which really expands the possibilities of how you build out your armies. And we're not just adding 1 split leader, we're starting with 3. Up first, fighting for the Alliance and Cenarian families is Malfurion Stormrage. And representing the Horde and Blackrock families, we got Chieftain and former War Chief Orgrim Doomhammer. And finally, leading Undead and Beasts is Anu Barak. But before any of these 3 new leaders join the fight, we're going to be reworking one that we released this time last year. Sylvanas Windrunner is finally taking her rightful place among both the Horde and Undead. We've got an awesome season ahead of us and can't wait for you to check it out. We'll be right there with you. To our amazing fans, thank you for an incredible first year of Warcraft Rumble and for your unwavering support. Your passion fuels our creativity and truly drives us forward. But there was one more thing we wanted to talk about. Jeremy? Right? There was one more thing we wanted to talk about, right? Nope. That's all I had. See you later. Steht da 10 Minuten da. PC-Port. PC-Port. Dass man es in-game spielen kann? In WoW? Nee. Ja. Du hast noch gelacht, I called it. Rumble PC-Port. Am 10. Dezember in der Beta. Finally! Da war schon 11:07 zu sehen. We are so excited that you're here Classic. to celebrate 20 years of World of Warcraft with us. When the game first came out in 2004, I remember Facebook had just launched. I'd been in the game industry for a handful of years when I picked up WoW, and I was in awe. Even when I was running about and exploring on my Night Elf Hunter, I made friends who would group with me and tackle just about anything, including helping me save 40 gold for my first mount. I loved it. I still do, just like many of you. And as most of you know, the game saw absolutely explosive growth in the early years and brought multiplayer gaming to the mainstream. That in turn created countless friendships, camaraderie, and escape for people every day. It still does 20 years later. We dug into our history and discovered that across 2 decades, together, we've accumulated 1 billion days of time played in Azeroth. Davon habe ich allein die Hälfte schon. Was habt ihr so gemacht? So many of you have joined us over the years. Some of you have met partners in the world and gotten married. Some of you have even named your kids and pets after characters and locations in the game. Veterans from all over the world. Those who are hearing or visually impaired or have physical challenges. We've welcomed seniors, even whole families playing together with their kids, and so many more who call our world home. No matter who you are, when you come to Azeroth, you can live how you want and be who you want to be. It's a gift for so many, and certainly to us. We feel it every day. Da war gerade Silbermond-Stuff zu sehen. Silbermond Revamp. One of those special stories is live now on Netflix, in a documentary called The Remarkable Life of Evelyn. War kurz Zeit. Maud Steen, who played a character named Evelyn, lived a life in Azeroth that he couldn't in the real world. He suffered from Duchenne muscular dystrophy for most of his life and fought it courageously alongside his incredible family, who I'm proud to have met and fallen in love with. Because of Mats and his role-play guild called Starlight, his family discovered the power of online game communities
and advocate for gaming around the world as a source of joy and companionship. Sadly, Mats was taken from this world and Azeroth far too soon. Because of Mats and stories like his, we were inspired to create a charity pet program for Classic and our modern game to support Cure Duchenne, a nonprofit organization dedicated to improving and extending the lives of those affected by Duchenne muscular dystrophy. We want to thank you in advance for giving to this cause that offers support to people just like Mats. This little cutie is Revan, and he's available until January 6th. He was inspired by the detective agency Mats created for his busy roleplay life in Azeroth. Right now, we have our 20th anniversary celebration running in-game. We've got modernized Tier 2 armor sets, classic time walking, new world bosses, trading post items, rewards, and more with all that nostalgic flavor. In the War Within expansion that we released a few months ago, we've taken the leap into the first chapter of the World Soul Saga. More coming on that. And of course, Classic is always cooking. But this moment is about you. You're the thundering heart of World of Warcraft and always have been. Stay tuned as we share what we are serving up for you. And thanks for making Azeroth a place you call home. Aw, big classic. Horseman. Hey everyone. Clay and I are so excited to be here Season today of during this Discovery. anniversary celebration to talk about what's coming up for WoW Classic. I can't believe that after 20 years, my Orc Warrior is still finding new adventures in Azeroth. Shout out to all my buds in Tichondrius. Feels like just yesterday I was on my Night Elf Druid, yanking some buddies on the Teneris realm at the Crossroads. Sorry about that. Being on the Classic team and getting to help contribute to this incomparable legacy, which has breathed new life into the original Classic experiences, I'm not sure anything compares to it. I love how vocal and passionate our player base is, not only about what parts of WoW's history they want to see come back, but also their passion for things we try and have experimented with. Speaking of us taking some pretty big swings, in Season of Discovery, we've loved watching you use your new class abilities, take on our all-new level-up raids, find secrets, and team up to defeat Ragnaros and Nefarian. We're looking forward to the AQ war effort unlocking very, very soon here, which will lead right into the launch of the Encourage raid. This will bring new changes and surprises that we can't wait to bring to you. Fun new mechanics, difficulty changes, new rewards. You know us well enough by now to know exactly how we'll mix it up as you wager your sanity for ancient Kiraji riches. Beyond that, for Season of Discovery, we have one more phase to come. We previously announced we will progress through all the phases of the original Classic era. So get ready not only for Naxxramas, but new instance content featuring the Scarlet Crusade, as well as adventures in Deadwind Pass. Das haben sie schon vor mal Now angeteasert. to Cataclysm Classic, where we recently launched the legendary Damn, das Artwork is sick. You've undertaken difficult challenges, besting Ragnaros and his feet, and are hopefully a few steps closer to getting your very own Dragon Wrath staff. We're looking forward to bringing you the final phase of Cataclysm Classic when our Hour of Twilight patch and Dragon Soul raid launch early next year. I know you Classic players out there must be curious where we're going next. MOP. But let's be honest, you know where we're going next. Pandaria. Ich krieg's nicht mehr ein. Ja, ist hyped. Vielleicht level ich dann nochmal einen Enhancer. Ich hab Bock auf irgendwie einen Enhancer. Die Ordnung zerbricht.
Mists of Pandaria Classic. The Classic team is proud to announce that Mists of Pandaria Classic is coming, and we can't wait to bring it to you next summer. With its legendary class design and incredible raids and dungeons, set amongst a gorgeous environment and backed by an unforgettable soundtrack, we'll be traveling back to experience all that Pandaria has to offer together. Zeig halt das Mount. Was ich schon gedacht damit wurde. Mists of Pandaria Classic is super exciting for all of us, as well as Season of Discovery, and we love that we'll continue to be on that journey with you. But we know, we spend some time on the internet, and we've heard some of you out there, you want something fresh. Which is why we are so pleased to announce that we are bringing you the Classic experience. The Classic. All new Fresh Realms with the WoW Classic 20th Anniversary Edition. And it's happening soon. How soon, Clay? Actually soon. These realms will be going live next week on November 21st, but you won't have to rush to level 60. Classic is all about the journey after all. As we've made a change, and our first raid, Molten Core, won't unlock for a few weeks after launch. We'll be launching realms of all flavors, PvP, normal PvE, and, for the very first time, Hardcore, which will progress through the phases in lockstep with the other two. This means a fresh start for everyone at the same time, together, on a level playing field with fresh economies on very large realms. If you missed out on jumping into WoW Classic's initial launch in 2019, this is the perfect time to join our community. These servers will also launch with some of the quality of life features that came later on, like the Chronogoon Displacer to save your world buffs, and the improved PvP honor ranking system. And yes, also pleased to announce that these realms will progress to the Burning Crusade Classic. Also, Classic Progression Server haben wir schon kommen sehen. Allesamt. Launching these servers close to the exact date World of Warcraft came out 20 years ago, alongside all the work we're doing for Season of Discovery, Cataclysm Classic, and Mists of Pandaria Classic means so much to us. We love this game, and we love the community that has made Classic Realms their home alongside their friends. From all of us on the Classic team, thank you. This amazing journey is one that's been co-written by you, our incredible community. Retail! Chris und Ian. Ich will Chris und Ian sehen. We're in the middle of such an incredible moment for World of Warcraft. The World Soul Saga kicked off in August with the launch of The War Within, and we have been so excited to dive into the expansion alongside all of you. Whether you enjoy raiding, dungeons, delves, PvP, collecting appearances, pets and mounts, role-playing, or exploring the open world, we hope you found a part of Azeroth that brings you joy. It's humbling to be standing here on the eve of WoW's 20th anniversary. Looking back, 20 years ago, I was fresh out of school, and I had just seen enough of the beta to know that I needed to play this game, and then immediately stopped to avoid spoiling the experience for myself. I'd booked a couple days off work for launch, and was looking forward to really diving into Azeroth. But little did I know that my server would be offline for the first few days due to overwhelming demand. Shout out to Mal'Ganis. But even less could I imagine how this game would in so many ways define the rest of the course of my adult life. So, let's talk about what's coming up for World of Warcraft, starting with what's on the horizon. We have 1107 Siren Isle, which is currently up on our public test. This update will go live next month, and it has something for everyone. On the narrative front, this update includes epilogue questlines for Dalaran and the Kirin Tor. No spoilers, but this storyline features the mysterious Haranir, who also played a starring role in our expansion release cinematic. We'll also get into the prologue for where we're going next, but more on that in a minute. 1107 also, of course, brings its namesake, the Siren Isle, a new outdoor environment to explore, full of mysteries to uncover, and rewards to help catch up your alts and prepare for the next War Within season ahead. Plunderstorm is returning, this time with a plunder store to give you more flexibility in earning your rewards instead of that linear renown track. Also making a return will be the latest iteration of our Turbulent Timeways event and a Winter Veil revamp. We can't wait for you all to experience this update next month. As an additional treat for those of you invested in the story of the War Within, we will be releasing a novella that explains exactly what happened to Jaina and Thrall after they left us.
This novella is narrated by none other than Chris Metzen and available today. Jo, was? So, I know many of you have already seen 1107, but you have to be wondering where the War Within is going to take us after that. Okay, so following Xal'atath's trail is going to lead us to a location that I've been personally excited about since we first settled on the idea of an underground expansion. Undermine. The capital of the Goblins' trade empire. I knew it! Fittingly, our name for the 11.1 patch is Undermined with a D. Now, this is a city unlike any city we've seen before in World of Warcraft, standing as a testament to the intelligence and creativity of the Goblins as masters of technology and alchemy. And as our adventures continue, we will learn more about Goblin culture than ever before. What's important to them, what problems they're trying to solve, what they're capable of as a society. It's been hyped. Everything that makes them truly unique, beyond the humor and the explosions. Though, just to be clear, there's going to be a whole lot of explosions. You'll arrive at an Undermine that's plunged into conflict between the 4 major Goblin cartels: Steamweedle, Blackwater, Bilgewater, and of course, the Venture Company. Ja, das sieht geil aus, Alter. You will align yourself with a group of your choice and run into notorious goblins like Monty Gazlo, Renzik the Shiv, Baron Revelgaz, Marin Nagenfager, and more. Now, if you're going to be in cahoots with a Goblin cartel, you can't be seen rolling around in anything less than a truly blinged out ride. So early on, you'll earn a vehicle designed just for Undermine to push the boundaries of locomotion within World of Warcraft. Undermine was built for speed, with roads designed for driving, which is just as well, because this car travels much, much faster than your regular ground mouse. You can also further adjust your car's driving characteristics. Do you prefer grip, or do you want to drift more? Do you want more acceleration, even if it's going to come at the expense of your top speed? That's up to you. You can try it all and rule the streets of Undermine, living your life 440 yards at a time. Wie geil, Alter. Einfach fucking drift car. We'll also be adding a new dungeon in Undermined, Operation Floodgate, which is a race to stop a group of goblins from blowing a dam that would bring ruin to the Ringing Deeps. This dungeon will also be immediately available as part of our new Season 2 dungeon pool on Heroic, Mythic, and Mythic Plus difficulties, alongside the 4 other launch dungeons and 3 returning legacy dungeons. Now, we'll have many more details in the weeks ahead, but I can tell you that one of those legacy dungeons, naturally, in light of our Goblin theme here, is the Motherlode from Battle for Azeroth. Continuing to build upon one of our favorite parts of the War Within, this new zone brings with it 2 new delves for you to explore, and we're creating new variations on the existing delves. We're also introducing seasonal updates to Bran Bronzebeard, a new adversary to follow Zek Vir, and a new set of Goblin-inspired curios for Bran. Of course, a new season also means a new raid zone. We have an 8-boss raid called the Liberation of Undermine coming your way, which takes you through the streets of the city and into the magnificent Galagio, brimming with color and extravagance, that also hides the dark secrets of its owner, the one and only Gallywix. And for the arena PvPers out there, we're also introducing a new arena map set right amidst the city. Now, some of you may be wondering how Xal'atath fits into all of this, and how Goblin politics relate to the fate of our world soul. But rest assured, Undermine plays a vital role as a continuation, a next chapter in the many stories that are unfolding in the War Within. We will have a lot more to share on that front in the months ahead. And that is just the beginning of what we have planned for the next year. Now, as you can see, 2025 is going to be an incredible year for both modern and classic WoW players. Im Sommer. Für Midnight. That's a random banner, ja. As the World Soul Saga continues to unfold, we are reflecting on these past 20 years with immense gratitude as we lay the foundations upon which to build the next 20. On behalf of the entire World of Warcraft team, thank you so much for being the heart of the history of Azeroth. Whether you've just joined our community, been with us for the last 2 decades, or somewhere in between, thank you for making Azeroth your home. And speaking of home, the team does have one more thing
to share with you. No way. No way housing. No way housing, Alter. No fucking shot, Alter. Was? What the? In Midnight? What the fuck? Was für Housing, Alter?